Hallo, herzlich willkommen. Dissoziation bzw. Error der Seele kann man auch sagen. Was passiert? Ich denke, jeder von Ihnen oder von euch hat sich mit dem Thema der Dissoziation im Bereich Traumatisierung, Entwicklungstraumatisierung schon beschäftigt bzw. ist vielleicht selbst davon betroffen. Man kann Dissoziation vielleicht allgemein in Laiensprache so beschreiben, dass Betroffene dies als inneres Weggehen empfinden, dass man ähnlich einem hypnotischen Zustand zwar irgendwie da ist, aber man ist nicht wirklich handlungsfähig. Man nimmt sich und sein Umfeld nur begrenzt, benebelt wahr und handelt eher nach äußeren Reizen, nach bestimmten Triggern, die eine Verhaltensweise in uns Betroffene auslösen, die tief in unser Unterbewusstsein abgespeichert ist und die wir kennen. Dissoziation hat unterschiedliche Stufen natürlich, das heißt, man kann das Ganze natürlich in so massiver Form erleben, dass es zu Ohnmachtsanfällen kommt, dass man also wirklich innerlich komplett und auch physisch zusammensackt und auch nur noch bedingt bis gar nicht mehr ansprechbar ist, es entsprechende Skills bzw. Tools wie beispielsweise Ammoniak benötigt, um wieder ins Bewusstsein zu kommen. Innerseelisch kann man vielleicht das Ganze aus betroffenen Sicht so schildern, dass wir uns einer Situation gegenüberstehen, in der wir handlungsunfähig werden, die uns übermannt, die uns in die Überforderung verbringt, die uns in das kindliche, frühkindliche Erleben, wenn wir von Entwicklungstraumatisierungen sprechen, zurückkatapultiert bzw. auf eine Erlebniswelt eines Kindes zurückversetzt und wir ähnlich wie einer hörigen Person, wie einer hypnotisierten Person reagieren, aber nicht mehr aus uns selbst handeln können. Es ist quasi so, als hätten wir keinen Zugriff auf unsere innere Festplatte und als würden wir wie eine Marionette gehandhabt werden, als würden wir in irgendeiner Form gesteuert werden, was sich natürlich sehr, sehr unheimlich und auch beängstigend anhört, aber von der Erlebniswelt, von der Erfahrungswelt von Betroffenen nicht selten genauso beschrieben wird. Diese Dissoziation kann bis ins Erwachsenenalter da sein, vorhanden sein, so lange vorhanden sein, bis derjenige diese Traumatisierung und diese Zusammenhänge zu dem damaligen ursprünglichen Erleben auflösen kann. Das heißt also, ein Bewusstsein aufbauen kann, dass er heute erwachsen ist und nicht mehr aus dem Trauma, aus dem traumatisierten Kind von einst reagieren muss. Dass er also imstande ist, die Gefühle, die ein kleines Kind oder aus diesem damaligen Erleben heraus diesen Menschen derart überrollt, überrumpelt haben, dass er aus Schutz nichts anderes mehr innerseelisch tun konnte, als quasi kapitulieren und sich wegmachen, dass er das heute als erwachsener Mensch nicht mehr machen muss, dass er sehr wohl imstande ist, bestimmte Ängste auszuhalten, einen psychologischen Druck, der aufgebaut werden kann von Täterseite, eine Androhung von Gewalt oder auch von sexualisierten Gefühlen, die ein Kleinkind natürlich in 0, nichts ausknipsen, wenn dahinter auch vielleicht noch gewisse lebensbedrohliche Gefühle da sind, beziehungsweise ein Kleinkind natürlich mit Sexualität eines Erwachsenen völlig überfordert ist, nichts damit anfangen kann und weit darüber hinaus natürlich es als lebensbedrohlich empfindet. Und hierdurch selbstverständlich auch vieles innerseelisch auch kaputt geht, gerade wenn wir hier von
familiärer sexualisierter Gewalt sprechen, beziehungsweise von dem Nahfeld, von dem ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen abhängig ist. Das heißt, wenn wir als Erwachsene nicht aus uns selbst heraus, aus dem Erwachsenen, der wir heute sind, reagieren können und uns begegnen diese Gefühle wieder durch bestimmte Trigger, durch bestimmte auslösende Situationen, wohinter die Gefühle genau die entscheidenden Auslöser sind. Wenn wir das nicht aus dem Erwachsenenbewusstsein handeln können und immer wieder in das Trauma zurückverfallen, dann werden wir uns immer wieder, wie gelernt, mit der Dissoziation schützen. Dass diese Dissoziation, dieser Abschaltmechanismus natürlich zum Zeitpunkt des Erlebens insofern wertvoll ist, als dass wir dadurch überleben, dass wir also eine unaushaltbare Situation aushaltbar gestalten durch diesen Schutzmechanismus. Das steht zu dem Zeitpunkt fest. Geschieht dies jedoch auch noch Jahre später, während wir also nicht mehr in dieser kindlichen, abhängigen Position sind, macht dieser Abschaltmechanismus durch die fehlenden Zusammenhänge zur Ursache und das fehlende Bewusstsein zu dem eigenen inneren Kind dem Betroffenen natürlich umso mehr zu schaffen, weil er das Gefühl hat, er hat keine Kontrolle über sich. Dass bestimmte auslösende Situationen, bestimmte Gefühle, bestimmte Menschen, bestimmte Situationen, Gerüche, vielerlei Dinge mehr, Dinge in ihm auslösen, die ihn schockieren und er zusätzlich über seine Reaktionslosigkeit ebenfalls schockiert ist und eine noch größere Angst entwickelt oder sogar auch das Gefühl bekommt, er würde langsam aber sicher verrückt werden. Hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich die Zusammenhänge ins Bewusstsein holt, beziehungsweise anfangs natürlich überhaupt erstmal ein Verständnis aufbaut, wie es zu diesen Dissoziationen kommt, beziehungsweise wenn uns dieser Abschaltmechanismus durch eine Jahre- und jahrzehntelange Normalität, in der wir mit dieser Reaktionsweise gelebt haben, uns gar nicht so klar war, dass wir überhaupt in gewissen Situationen abschalten, dass wir Momente, Zeiten am Tag haben, wo uns wirklich auch Zeit fehlt, wo wir also da sitzen und irgendwann wieder ins Bewusstsein gelangen und uns klar wird, Mensch, was habe ich jetzt eigentlich die letzten 1-2 Stunden gemacht? Das heißt, hier ist es wichtig zu verstehen, warum wir so reagieren. Das heißt also, warum wir an Grenzen kommen, wo wir bestimmte Gefühle, die vielleicht auch in uns hochkommen, die ausgelöst durch irgendwas in uns hochkommen, warum wir da innerlich quasi wegschalten und sagen, halte ich nicht aus, kann ich nicht. Es ist also ein Teil des Unterbewusstseins, wo dieses innere Mädchen, der innere Junge, das innere Kind reagiert und eine Errormeldung ausgibt und damit eine Blockade, dass das Ganze ins Bewusstsein gelangt. Eine fatale Situation, weil das sehr, sehr angstmachend ist, insofern, als dass natürlich, wenn wir nicht wissen, wodurch es ausgelöst wird, dass wir innerlich abschalten, es aber noch Menschen gibt, die sehr wohl wissen, welche Situationen, welche Momente, welche Gefühle und welche Situationen, welche Handlungsweisen uns in diese Form des doch stark eingeschränkten Bewusstseinszustand und in die Handlungsunfähigkeit bringen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie gefährlich das ausgehen kann. Die Dissoziation ist genau das, was Betroffenen am meisten Angst macht und was am allerwichtigsten ist, diesen Mechanismus aufzulösen. Hier also nicht nur die Erkenntnis zu erreichen und auch das Verständnis, warum die Seele selbst als erwachsener Mensch noch so reagiert und warum
scheinbare Kleinigkeiten alles andere als Kleinigkeiten sind. Denn für unser traumatisiertes Kind stellen genau diese Kleinigkeiten, die wir aus dem Bewusstsein der erwachsenen Person, die wir heute sind, als Kleinigkeit abtun, alles dar. Denn in dieser Kleinigkeit, in diesem auslösenden Gefühl, ist der Hebel der Macht zu unserem Unterbewusstsein. Das heißt also, wenn unser traumatisiertes Kind unser Leben gestaltet auf diese Art und Weise, beziehungsweise andersrum gesagt, wenn wir als erwachsene Menschen unser inneres Kind nicht tragen können, sprich also nicht sehen können, wo sind die Auslöser und was vor allen Dingen muss ich dann als Erwachsener dann auch wirklich tun, bin ich Tätern, Täterinnen und Trittbrettfahrern jeglicher Art gnadenlos ausgeliefert. Weil der Schockmoment immer wieder reproduziert werden kann und ich immer wieder auf eine Art und Weise handeln werde, wie man es mir seit frühkindlicher Zeit eingeprägt hat, beziehungsweise wie man mich manipuliert, konditioniert hat. Ein fataler, lebensbedrohlicher Umstand, der extrem wichtig ist für die Aufarbeitung, extrem wichtig auch ist für alle die, die mit Betroffenen natürlich arbeiten, auch hier dieses Bewusstsein zu haben, dass es diesen Mechanismus gibt und dass dieser Mechanismus natürlich nicht ohne weiteres sichtbar ist und dass dieser Prozess von dem Betroffenen als allerletzte eigentlich benannt werden kann. Denn Scham- und Schuldgefühle tun ihr Übriges. Welcher erwachsene Mensch möchte schon gerne von sich behaupten, dass er diesen Mechanismus hat, beziehungsweise hat das nötige Wissen, genau diesen Vorgang zu verwörtern, überhaupt zu begreifen. Genau dafür braucht er natürlich die therapeutische Hilfe, die Unterstützung von einem Menschen, der hier die nötige Fachkenntnis besitzt und hier natürlich auch die entsprechenden Gefahren dadurch aufzeigen kann, wofür der Betroffene natürlich blind gemacht wurde, aber dadurch Täter und Täterinnen natürlich einen mächtigen Vorsprung haben, denn die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit ihr Opfer abschaltet und in der Verdrängung dann auch den Übergriff, die traumatische Erfahrung sozusagen erneut vor sich selbst verdrängt und abgespeichert, zwar irgendwo tief in den unterbewussten Abteilungen seiner Seele hat, aber keinen bewussten Zugriff mehr herstellen kann und dadurch natürlich auch eine Anzeige unmöglich wird, ein Mitteilen unmöglich wird, ein Schutz unmöglich wird. Also ein furchtbarer Teufelskreis, in dem viele Betroffene bis ins Erwachsenenalter leider leben, selbst wenn die Hauptverursacher die eigenen Eltern oder das familiäre Nachfeld, als man noch klein und Jugendliche war oder Jugendlicher, selbst wenn die schon alle verstorben sind, so hält und überdauert dieser Mechanismus jedoch an und gibt natürlich allen anderen Personen, die in diese Wunde, in diese Achillesferse quasi einsteigen, die Macht über die Person. Wie man das Ganze jetzt auflöst, ist natürlich die Frage aller Fragen. Und da geht es natürlich weit darüber hinaus, als dass wir jetzt wissen, wodurch wir diesen Abschaltmechanismus in uns tragen. Es muss jetzt hier genau das passieren, was uns am schwersten fällt als Betroffene. Wir fallen in die Dissoziation, weil wir Angst haben. Das ist eigentlich so dieses allgemeingültige Grundgefühl. Die Angst kann natürlich ausgelöst werden durch unterschiedlichste Gefühle. Das können Aggressionen sein, das können sexuelle Gefühle sein, das kann irgendeine Aufgabe sein, die uns Angst macht, das können Ängste vor Autoritäten als solches sein. Und das können unterschiedlichste Situationen im Alltag sein, wo wir immer wieder über diese Ängste eigentlich stolpern und wo unser inneres Kind sagt, ich bin dann mal weg. Wenn wir also mit dieser Angst umgehen lernen möchten, dann müssen wir das, wie schon vorhin erwähnt, aus der erwachsenen Person machen. Das heißt, wir als Erwachsene müssen uns jetzt so vor unser inneres Kind stellen, wie das eigentlich hätte von unseren Eltern, von genau denjenigen passieren
hätte sollen, die uns auf das Leben vorbereiten sollten. Das heißt, wir müssen eine Rolle übernehmen, die wir nicht gelernt haben. Wir müssen also unser eigener Vater, unsere eigene Mutter werden, auch wenn wir schon selber Mutter oder auch Vater sind, nämlich für unseren inneren traumatisierten Anteil. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, wir müssen uns tragen lernen. Das heißt, wir brauchen diesen Zugang zu diesem inneren Teil, zu diesem inneren Radar, den wir haben, der uns als Erwachsene oftmals ja geradezu absurd vorkommt, wenn da die Meldung kommt, oh, das macht mir Angst. Hier also nicht sagen, ach komm, lass mal, das schaffe ich schon, was soll der Käse jetzt? Nein, nein, nein. Wir reden immerhin von Ängsten, von einem traumatisierten Kind. Und dabei ist es sehr hilfreich, sich das tatsächlich auch mal bildlich vorzustellen. Es klingt natürlich ein bisschen abstrakt in der Vorstellung und natürlich sind wir deswegen nicht schizophren oder haben eine mehrfache Persönlichkeit, aber dieses Bildnis hilft in der Aufarbeitung ganz gut, um sich klarzumachen, aus welchem Anteil man jetzt da reagiert. Dass man also nicht verrückt ist oder irgendwie komisch oder was auch immer, sondern man sieht eigentlich die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörungen beziehungsweise komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, die wir in uns tragen. Und da macht diese Verbildlichung insofern nochmal Sinn, dass wir uns darüber ganz gut ins Bewusstsein rufen können, um diesen Zugang zu uns selbst herzustellen, wie gelitten wir sind, wie verletzt auch. Und dass wir natürlich auf eine Art und Weise übertrieben, neurotisch, idiotisch manchmal vielleicht innerlich reagieren. Aber wir sind natürlich nicht idiotisch oder irgendwie unnormal, sondern es ist einfach eine Symptomatik aus diesem verletzten Kind heraus. Und dieses verletzte Kind wurde nie richtig ausgeheilt. Das heißt, wir hatten niemanden, der uns getröstet hat, der uns aufgefangen hat, der uns Mut zugesprochen hat, der uns gezeigt hat, dass wir uns wehren dürfen, dass wir aufstehen dürfen, dass wir uns durchsetzen dürfen, dass wir wütend sein dürfen, wenn uns irgendwas angetan wird, was wir nicht wollen. Beziehungsweise ganz platt gesagt, dass wir überhaupt einen Willen haben, dass wir eine Entscheidung haben über die Dinge, die da mit uns passieren. Und aus der kindlichen, jugendlichen Perspektive, gerade in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Familie, zum Nahfeld, ist klar, dass es sehr, sehr leicht ist, uns in unserem Willen zu manipulieren, was man dann ja auch getan hat und das auf derartig brutalste und widerwärtigste und abscheulichste Weise. Das heißt, diesen Willen in uns wieder aufzubauen, darum geht es, und uns klar zu machen, ja, dieser traumatisierte Teil, der hat jetzt Angst vor der und der Situation, wo mein Erwachsener heute sagt, es ist eigentlich lächerlich. Aber es ist nicht lächerlich, wenn ich diesen traumatisierten Teil eben in mir trage. Das heißt, ich muss ihn mitnehmen in meinen Alltag hinein, muss dieses Radar spüren lernen, aber natürlich alltagstauglich. Die Dosis macht's, wie bei allem. Das heißt, komplette Verdrängung funktioniert nicht, dann werden wir in die Dissoziation gehen. Das ist zu gefährlich, sprich, wir müssen uns also irgendwie stellen. Ich nehme also diesen traumatisierten Teil und nehme ihn quasi wie in einem Rucksack immer mit mir mit, weil das ein Teil von mir ist. Meine Vergangenheit ist ein Teil von mir. Die Geschichte ist geschrieben, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Es ist so. Und es ist auch niemand anderes da, der diesen Scherbenhaufen wieder zusammenklebt. Das kann nur ich selber tun. Und diese Verantwortung liegt selbstverständlich bei dem Betroffenen und in diesem tiefen, tiefen Wunsch, sein Leben wirklich nachhaltig zu verändern. Selbstverständlich brauchen wir dafür auch Hilfe und wir brauchen auch gute Hilfe. Und wir brauchen Hilfe, wo wir Vertrauen aufbauen können, wo wir Empathie haben, wo wir uns verstanden fühlen, ganz klar. Und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Aber ein Helfer oder eine Helferin oder eine Therapie kann nur so weit helfen, wie ich mich als betroffener Mensch natürlich auch einlassen kann, wie weit ich mich öffnen kann, wie weit ich Vertrauen aufbauen kann, beziehungsweise wie weit ich auch kommunizieren kann, dass ich kein Vertrauen aufbauen kann, wo die Probleme liegen, inwieweit bin ich imstande, jetzt auch darum zu kämpfen, dass diese Therapie funktionieren kann. Und
Es kommt immer auf beide Seiten an, das steht auch fest, aber es liegt eben auch ja, von beiden Seiten in der Öffnung, wie weit kann ich mich jetzt für die Probleme des anderen öffnen, also von der therapeutischen Seite, wie weit ist mir klar, wie groß ist dieses Ausmaß auch der Dissoziationen, beziehungsweise andersrum von der betroffenen Seite, wie weit bin ich jetzt eigentlich imstande, ja, Vertrauen aufzubauen, mich auch zu öffnen und tatsächlich auch positive Gefühle anzunehmen, aufzunehmen und echt auch mal zuzulassen und nicht aus dem alten Mechanismus heraus zu reagieren, dass ich mich gleichzeitig davor schütze. Dann kann die Hilfe natürlich auch nicht auf Nährboden fallen. Aber das nur nebenbei. Kommen wir zurück zu dem traumatisierten Anteil, der jetzt die Angst meldet. In abgekürzter Form natürlich hier in diesem Video. Das heißt also, das Gegenmittel, das Gegengefühl gegen die Angst ist die Aggression. Das heißt, die Angst zuzulassen, ja, aber aus der Erwachsenen heraus, so wie eine Löwenmutter das für ihr Baby machen würde, wenn das Löwenbaby Angst bekommt, weil ein anderer großer Löwe, der nicht sein Vater ist, dieses Tier jetzt meinetwegen reißen möchte, dann würde die Mutter aggressiv werden und würde sich schützend davor stellen und würde im Zweifel alles tun, um ihr Junges zu verteidigen und um es zu beschützen. Und genau das ist die Aufgabe, die wir jetzt als Betroffene haben. Auch mit der fehlenden Blaupause, die wir also nie hatten. Diese Blaupause ersetzen wir allerdings durch die Menschen, die uns helfen. Unser Helfernetzwerk, das heißt also Selbsthilfegruppen, andere Betroffene im Austausch, die uns aufbauen, die uns fördern, Therapeuten, Therapeutinnen, Psychologen, Psychologinnen, alle die wir sozusagen in unserem Umfeld haben oder auch natürlich die gute Freundin, der gute Freund, dem wir vertrauen und der mit uns da durchgeht. Und meistens ist es tatsächlich eine Kombination aus vielen, dass man das auf mehrere Schultern verteilt, weil man natürlich auch mit jedem auch nur eine bestimmte Ebene leben kann. Und diesen Mut in sich wieder zu finden und diese Kraft und diese gesunde Empörung darüber, was mit einem da gemacht wird. Und das selbst wenn man im paradoxesten Fall auch noch Liebe für diese Menschen empfindet, die einem das angetan haben, was auch noch ein großer Punkt ist, dass man auch hier aus der Erwachsenen heraus reagiert und sagt, nein, das, was die mir angetan haben, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, dann hat das nichts mit Liebe zu tun. Denn was man liebt, zerstört man nicht. Und diese Menschen sind Straftäter, Straftäterinnen, sind psychisch krank. Diese Menschen sind von mir abhängig und nicht ich von ihnen. Diese Menschen haben mit mir den Krieg angefangen und nicht ich von meiner Seite. Also das nur noch mal so als Beispiel, wie man vielleicht einen Umgang finden kann, wohin die Reise da gehen kann. Also das heißt, gegen den Strom zu schwimmen und natürlich genau die Menschen in den Fokus zu stellen, die einem das angetan haben, um die Schuldfrage wieder zu korrigieren, um auch hier auch die Wut und den Schmerz darüber zuzulassen, dass gerade die Eltern, das familiäre Nahfeld, Menschen, denen man sich geöffnet hat, wenn es ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin ist, die nur diesen guten Zugang zu einem hatten, weil man sich anvertraut hat, weil man sich geöffnet hat, weil man sein Herz gezeigt hat, dass man diese Menschen, ausgerechnet die, jetzt hassen darf, beziehungsweise dass man Wut auf sie haben darf. Denn wenn dieser Zugang genutzt wird, um mich wegzuziehen, um mich zu vergewaltigen, um einen erneuten Übergriff möglich werden zu lassen, um mir Gewalt anzutun, in welcher Form auch immer, dann habe ich das Recht, mich zu verteidigen. Und dieses Recht, darum geht es, um dieses Recht wieder einzufordern, sich wieder klar zu machen und aufzubauen. Das heißt also, wenn Angst da ist, diese innere Entscheidung zu treffen aus dem Erwachsenen heraus. Du hast kein Recht, mir Angst zu machen und ich stelle mich wie die Löwenmutter, der Löwenvater vor mein Junges und schütze dich, nehme die Angst wahr, gucke also in der Situation, was genau macht mir Angst, woran erinnert die Person mich und wie kann ich dann handeln. Also hier natürlich auch im nächsten Schritt entsprechende Handlungsweisen
Weisen, neue Optionen sich zu erarbeiten, sich deutlich zu machen, in der Wahrnehmung auch zu sehen. Ich habe Möglichkeiten, ich kann telefonieren, ich kann weggehen, ich kann mich verteidigen. Wenn ich irgendeine Art von Abwehr bei mir trage, dass ich sie dann auch benutze und sie wirklich auch zum Einsatz bringe, um mich im Sinne des Notwehrparagraphens, der im Gesetz verankert wird, mich zu verteidigen und auch im Sinne des Paragraphens im Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ihr Lieben, das war sehr ausführlich, das war sehr viel. Ich hoffe, dass ihr einiges davon mitnehmen könnt und na klar stehen wir euch für weitere Fragen zur Verfügung und es ist ein sehr, sehr komplexes, ein ganz entscheidendes Thema in dem Rahmen, wenn man im Entwicklungsalter sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und deswegen meldet euch gerne bei uns, bei der Hilfsorganisation eures Vertrauens. Sprecht über die Dinge, damit ihr eine Chance habt, das aufzulösen. Und ihr seid nicht unnormal oder irgendwie falsch, sondern alles das, was wir in uns empfinden, ist irgendwie auch in uns hineingekommen, war zu einem Zeitpunkt des Erlebens hilfreich, aber wird natürlich irgendwann im Laufe des Lebens natürlich auch gefährlich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf ein Abo, auf einen Daumen hoch. Empfehlt uns gerne weiter. Es gibt sehr, sehr viele Betroffene, die sicherlich auch gerne informiert werden möchten, beziehungsweise auch Hilfe benötigen. Und so ein Video ist vielleicht ein ganz guter Kanal, weil man das hier selber dosieren kann, weil man selber entscheiden kann. Und dann hoffen wir, dass wir viele Menschen erreichen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!